Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Ja, ich darf wieder herzlich begrüßen unseren Soccercoin TV-Experten René Hobeck. Servus Marcel. Schön gekleidet heute, also man merkt, man kann sich schon vorstellen, wer heute spielen wird. Dem Anlass entsprechend. Dem Anlass entsprechend. Ja, schauen wir auf den dritten Spieltag dieser Europameisterschaft. Heute spielt im ersten Spiel die Niederlande gegen die Ukraine, wo ich dazu sagen muss, in FIFA gibt es die Nationalmannschaft der Ukraine leider nicht. Somit haben wir die Mannschaft selbst zusammengestellt und die Mannschaft, die wir genommen haben, heißt Dynamo Kiew. Das zweite Spiel des dritten Spieltages ist Österreich gegen Nordirland. Und dann hupfen wir schon in die Gruppe D mit dem ersten Spiel. Und das ist auch ein Topspiel dieser Gruppe. Und zwar Kroatien gegen England. Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit den Highlights des ersten Spiels. Auf geht's. Gut, ganz klar, die Niederländer sind hier eindeutig zu favorisieren. Sie haben mit Abstand die beste Abwehr, wahrscheinlich sogar vom ganzen Turnier. Virgil van Dijk, Matthias de Ligt. Mehr braucht man nicht sagen, jeder Fußballkenner Also eine kennt stark besetzte Mannschaft sozusagen. Absolut, absolut. Ein kleiner Mitfavorit sicherlich auf den Titel. Schauen wir mal. Es war immer das Problem, dass sie das individuelle Können nicht als Mannschaft auf den Platz gebracht haben. Ja, sie spielen nicht schlecht, aber setzen das aber nicht wirklich um in den entscheidenden Spielen. Leider, ja. Ich würde mir wünschen, dass sie das mehr machen. Aber Ja, da dann sieht schauen man wir. gleich, Niederländer starten positiv rein. Ja, gleich anfangs Erste Chance. Szene, starker Schuss von Depay. Ja, Lyon-Spieler, französische Liga spielte, wenn ich mich nicht täusche. absolut richtig. Ja. Dieser Junge hat ab und zu ein kleines Mentalitätsproblem. Bei United hat er sich leider nicht durchsetzen können. Der Junge hätte sicher mehr noch drauf. Ja, und jetzt sehen wir gleich die folgende Ecke. Virgil diese van Dijk, Chance. Kopfball in der Mitte, er wird sicher gesucht. Hohe Flanke und toll vom Torwart. Mutig, sehr mutig. Ja, aber es geht die Chance noch weiter, wieder raus bis zur Eckpfanne Memphis. und abgelegt auf Van Dijk mit dem Fuß. Das ist eine Seltenheit. Eine Seltenheit, aber er kann alles, der Junge. Ja, schön abgelegt auf Van Dijk hier und der Volley Schön. und zu zentral leicht geschossen von Van Dijk. Ja, aber Kompliment nochmal an den Tormann. Der Der hat war sicherlich nicht einfach Sehr schnell heute. unten. Ja, und jetzt kommen die Ukrainer. Das war anscheinend faul. Hätte ich nicht so gesehen. Meiner Meinung nach auch nicht. Was macht die Ukraine jetzt mit diesem Freistoß? Direkter Freistoß. Ja, stark Ja. geschossen. Gut angetragen, ja. Aber glaube ich kein Problem für den Torhüter der Niederlande. Silesen, nein, absolut nicht. Ja, Van de Beek, nächste Chance für die Niederländer. Gini Wijnaldum, probiert es auch einmal. Ja, ist gut, aber noch zu wenig zwingend. Gute Abschlüsse schon mit dabei, aber sie sind etwas Ja. zu... holzig, vielleicht Ja. haben sie die falschen Schuhe an, die Niederländer. Ja, jetzt sind wir schon in der zweiten Spielhälfte. Nochmal Van de Beek. Wieder über Holland und wieder Torhüter gut drauf in der Ukraine auf alle Fälle. Ja, der Mann des Spiels derzeit sicherlich der Tormann der Ukrainer. Wieder- Man darf sich nicht aufregen, steht es hier 1:0 für Die die Holländer. Niederländer orientieren sich sehr zentral am Tor bei den Schüssen, Mhm. meiner Meinung nach jetzt. Finde ich aber gut, finde ich gut. Der Weg Jetzt durch die Mitte ist sicher Die gut. nächste Chance und der war nicht drin. Bergwijn, Tottenham-Spieler. Nochmal den Abschluss in der Wiederholung. Ja, der war schon ganz knapp. Weiß nicht, ob der Torhüter noch dran war. Ich glaube Ganz nicht. leicht neben die Stange gelenkt. Ja, und das sind schon wieder die letzten Szenen dieser Partie. Wahnsinn, Wahnsinn. 0:0. Dieses Spiel Tatsächlich. geht 0:0 aus zwischen der Niederlande und Ukraine. Hätte keiner geglaubt vor dieser Partie. Die erste große Überraschung für mich persönlich, muss Meiner ich Meinung gestehen. nach auch. Also ich hätte glaubt schon, dass die Niederländer hier die ersten 3 Punkte mitnehmen werden. Hätte man mich vor dem Spiel gefragt, 3:0 Holland. Ja, meiner Meinung nach auch. Also das war für mich ganz klar, dass die Niederlande hier gewinnen sollte. Wäre wichtig gewesen für die Punkte auf alle Fälle. Definitiv gut für die Zuschauer, die Spannung bleibt erhalten in der Gruppe. Richtig, ja. Kommen wir zur zweiten Partie des dritten Spieltages und die heißt Österreich. Natürlich deine Favoritenmannschaft. Jetzt wird's ernst, ja. Gegen Nordirland. Nordirland war die erste Mannschaft, die wir durch die FIFA-Weltrangliste mitgenommen haben. Mhm. Anhand ihres Platzes in der FIFA-Weltrangliste, waren ziemlich hoch oben. Ja, und somit sind sie in dieser Gruppe reingefallen zu Österreich und Niederlande. Auf alle Wieder- Fälle nicht leicht die Gruppe für Nordirland, oder schon?
Nordirland ist immer ein bisschen der Außenseiter. Ich sage einmal, die Nordiren werden sich definitiv über die Körperstärke präsentieren, nicht über die spielerische Komponente. Und genau solche Mannschaften liegen leider Gottes den Österreichern nicht. Ich hoffe trotzdem auf einen Sieg. Ja, dann sehen wir uns die Partie der Highlights zwischen Österreich und Nordirland einmal an. Ja, auf geht's. Rein ins Happel-Oval, prall gefüllt. Ja, Österreich die Heimmannschaft. Vielleicht ausschlaggebend, vielleicht nicht. Kommt drauf an. Es ist sicherlich von Vorteil für die österreichische Mannschaft, daheim einmal anfangen zu dürfen. Da sehen wir auch gleich die Startformation. Hinteregger, Dragovic werden die 0 halten. Hinten, davon gehe ich aus, Arnautovic, Alaba, Lazaro vorne. Klein, wendig. Wie gesagt, schwierig gegen die großen Nordiren, die über den Körper reinkommen wollen ins Spiel. Aber ich glaube, wie gesagt, wir werden gewinnen. Ja, starten wir in diese Partie rein. Zwischen Österreich und Nordirland. Auf geht's, Österreich schießt ein Tor. Ja, und springen wir gleich zur ersten Chance. Schön gemacht von den Nordirern. Lazaro, Wow, guter Schuss. auch tolle Parade der Iren. Absolut, absolut. Stark, aber vorher verteidigt schon von Arnautovic, weil Das ist der richtig. durchkommt. Hätte ich aber abseits gesehen, muss ich sagen. Also vielleicht war es sogar von Vorteil, dass er nicht durchgekommen ist. Ja, so kommt man trotzdem zum Abschluss. So ist es. Ja, schauen wir Wieder weiter. über Nächste rechts, Chance. Lazaro, Sabitzer. Österreicher wieder Schönes Lazaro. Verschall. Und Leimer an die Latte. Und Arnautovic und wieder der Torhüter. Machen das aber gut, machen das Sehr, gut. sehr schöne Chancen von Österreich. Nochmal hier in der Zeit. Wahnsinns Kopfball von Leimer. Ja, da haben wir keine Chance mehr gehabt. Und dann Arnautovic. Den muss er haben. Etwas, Den muss er etwas haben. zu schwach vielleicht der Kopfball, aber er war Ja, auch da schwer kann zu man keinen nehmen. Vorwurf machen, absolut nicht. Und Der jetzt nächste der Sabitzer. Flugkopfball. Hier So nochmal. erwarte ich mir die Österreicher. Belohnt euch, weiter. Und jetzt Alaba, Arnautovic. Spiel nochmal auf Alaba, den müsste er eigentlich machen. Starke Parade, starke Parade. Also der Torhüter der Nordiren ist auf alle Fälle gut drauf hier in Definitiv. dieser Europameisterschaft. Aber so müssen es die Österreicher machen. Spielerisch, mit Spielwitz reinkommen, aber 60. Minute, jetzt Jetzt der folgende Eckball. Eckball. Von Alaba in die Mitte auf Arnautovic. da ist das und 1:0, Der ist Arnautovic, drinnen. Arnauto-Goal. Wenn es wichtig ist, dann ist Arnautovic da. Freue ich mich für ihn. Super, das wird ihm einen Push geben fürs ganze Turnier. Das braucht der Mann, das Ja. braucht er einfach. Schöne Ecke auch von Alaba. Perfekt auf Arnautovics Kopf. Gut Witzig. freigerennt. Untypisch in Wahrheit, wir haben gerade vorher gesagt, über die spielerische Komponente kommt Österreich gut ins Spiel. Wie fällt das Tor? Durch einen Eckball gegen die großen Nordiren. Ja, gut durchgesetzt hier beim Kopfball. Torhüter etwas spät reagiert, weil er vielleicht den Ball nicht gesehen hat. Kleinen Vorwurf muss man ihn machen, aber bei dem, was er vorher gehalten hat. Ja, ist das völlig okay. Super, 1:0, weiter. Ja, wir sind schon wieder in den Schlussminuten. Super, das heißt nicht mehr viel Aber passiert, so Nordirland soll es sein. Nichts, kommt nicht vielleicht passiert mehr. noch nicht mehr. Österreich gewinnt die erste Partie Gratulation! dieser Europameisterschaft für sie. Wichtige 3 Punkte meiner Meinung nach. Das erste Spiel ist immer das Wichtigste. In so einer Gruppenphase, wo man nur 3 Spiele wirklich hat, muss man gleich das erste gewinnen. Auf Österreich wartet noch die Niederlande in dieser Gruppe. Also das könnte noch eine Und die stehen interessante unter Zugzwang. Gruppe werden. Niederlande muss gewinnen, Mhm. denke ich auch. Ja, Auf das Spiel freue ich mich am allermeisten. ja, schauen wir uns die Gruppe C nach den nächsten 2 Spielen an. Ja, Österreich führt die Gruppe an mit 3 Punkten So soll es bleiben. über den Sieg gegen Nordirland. Und Niederlande und Ukraine haben sich ja unentschieden getrennt. Die folgen mit jeweils 1 Punkt hinter Österreich. Ja, und das Schlusslicht ist jetzt Nordirland, weil sie ja verloren haben. Das wird auch gleich so bleiben, ist befürchte ich. die Nordiren, dass sie als Gruppenletzter raus. Definitiv, ja, weil auch gegen die spielerische Macht einer holländischen Nationalmannschaft kommen sie nicht an, werden sie nicht ankommen. Ukraine, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie hier 3 Punkte mitnehmen, aber wie gesagt, es steigen lediglich 2 auf. Österreich wird fix weiterkommen, davon gehe ich aus, und Holland. Da hat muss die ich dich Klasse. kurz unterbrechen, es steigen nicht nur 2 auf. Dadurch, dass 24 Mannschaften diese Europameisterschaft vertreten, kommen aus 4 von den 6 Gruppen noch der Gruppendritte weiter. Absolut richtig, danke für den Hinweis. Lucky Loser natürlich. In erster Linie geht es mir jetzt darum, dass Österreich weiterkommt. Gut, ja. Ja, dann hupfen wir zum letzten Spiel des Spieltages, und zwar heißt das England gegen Kroatien. Ja, was ist dein Tipp für dieses Spiel? England zu Hause im Wembley gegen die doch sehr starken Kroaten. Ich hoffe auf ein knappes 1:0 für England. Ja, dann schauen wir uns die Highlights mal gemeinsam an. Gerne. Der junge Sancho neben dem jungen Sterling, die 2 jungen Young Guns.
Sie werden es richten wollen. Kapitän Harry Kane. Ein Torgarant. Immer eine umstrittene Position. Ein Stürmer in der Kapitänsrolle gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich hätte lieber einen Mittelfeldspieler oder Verteidiger. Er macht aber seine Sache ordentlich. Ja, dann fangen wir an mit dieser Partie. England Anstoß. Harry Maguire. Ja, und England fängt an hier, gleich in den Anfangsminuten. Und gut vom Sterling zu Sancho. Sterling zu Sancho, wie erwähnt schon. Tolle Flanke, aber Daumann passt gut auf. Ja, etwas zu nahe in den 5-Meter-Raum hinein, da ist der Sancho zu klein und noch zu schmächtig. Ja, jetzt kommen die Kroaten nach vorne. Sehr stark, in der Mitte ganz frei. Oh. Ganz wichtiger Tat von Stones. Und Barkley klärt. Muss da die Nummer 18 in der Mitte schon hingehen, der Kroaten, deiner Meinung? Er ist leider Gottes zu weit hinten nach gewesen. Ja. Hätte er sollen. Jetzt sind wir schon wieder in den Schlussminuten. Harry Kane. Legt zwar nach hinten, oder steht kein Abnehmen, oder? Also da direkter Abschluss? Kann er nicht. Er steht mit dem Rücken zum Tor und der Verteidiger ist da direkt an ihm dran. Zu schwierig, nicht mal ein Harry Kane, gerade mal den Kopf hinhalten. Ja, ganz kurze Highlights. Nicht viel passiert in dieser Partie. Heißt anscheinend, die Mannschaften haben sich neutralisiert. England konnte sich nicht durchsetzen. Ja, bittere Blicke auch bei Kovacic hier zu sehen, bei den Kroaten. Ja, 0:0. Ich sage, das Ergebnis schmeichelt eindeutig den Kroaten mehr, würde ich meinen. Zu Hause England 3 Punkte abzunehmen, war, glaube ich, von Haus aus nicht das Ziel. Ich glaube, sie sind auch mit dem einen Punkt zufrieden. Denke ich auch, bin ich auch deiner Meinung. Ja, das war's mit dem Spieltag Nummer 3 hier aus unserem Studio. Wir machen morgen weiter mit Spieltag Nummer 4. Und zwar spielt da die Gruppe E und Gruppe D noch. Das letzte Spiel fangen wir mit Gruppe D an. Da spielt dann noch Norwegen und Tschechien. Das ist auch eine ziemlich interessante Partie, diese Gruppe. Und dann springen wir schon in die Gruppe E zu Irland, Spanien, Polen und Schweden. Auf alle Fälle auch eine interessante Gruppe. Klarer Favorit hier, aber Spanien. Spanien, deiner Meinung nach Favorit? Definitiv. Und zweiter wird vielleicht die Nationalmannschaft rund um Zlatan Ibrahimovic. Ja, das war's mit dem Spieltag Nummer 3 hier aus unserem Studio. Und ich verabschiede mich bei Ihnen